Einen schönen guten Abend und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt versuchen, in sehr kurzer Zeit Sie ein bisschen auf das Thema einzustimmen, und zwar eher aus einer globalen Perspektive. Heute Mittag ist hinter diesem unter Anführungszeichen Schnee war gestern, Übertitel ist noch ein Fragezeichen gewesen, ich habe es jetzt weggenommen, um da nicht irgendwo irgendetwas in die falsche Richtung gehen zu lassen. Aber der Klimawandel ist da. Wenn wir so eine Temperaturkurve vor uns haben, über 2020 Jahre, dann ist das für uns Klimaforscher jetzt nicht so sehr das Thema Temperatur. Wir sehen hier eine Abweichung von dem, was wir vorindustriell nennen, also das Mittel zwischen 1850 und 1900. Es geht uns nicht so sehr um diese Temperatur, weil was ist schon 1 Grad wärmer oder kälter, das ist jetzt wirklich nicht ein großes Problem. Was für uns wichtig ist, ist, dass hier in dieser global gemittelten Oberflächentemperatur eine Nachricht steckt über den energetischen Zustand des Klimasystems. Also uns geht es um die Energie, die dahinter steckt. Aber schauen wir uns zuerst diese Temperaturkurve an, rekonstruiert aus Jahresringen von Bäumen, mittlerweile fast flächendeckend global oder auf jeden Fall so, dass wir globale Mittel machen können und mit sehr großer Zuverlässigkeit. Man sieht es, wo dann diese graue Linie in die schwarze zu Beginn des Ende 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. übergeht, das ist fast deckungsgleich. Das sind die gemessenen Temperaturen an Tausenden und Abertausenden von Messstationen weltweit. Was wir sehen hier ist eine Reihe von Schwankungen. Schwankungen um einen Mittelwert. Das sind diese Schwankungen, die wir als interne Variabilität bezeichnen. Die haben damit zu tun, dass sich die Kontinente anders erwärmen und abkühlen als die Ozeane. Das schaukelt sich auf eine Zeit lang, dann sagt das System, mir ist das jetzt zu viel, wir machen jetzt einen El Niño und der schlägt dann in die andere Richtung, wird eine La Niña und dann schaukelt sich das wieder auf. Das ist so das Hauptsymptom unserer internen Variabilität, da gibt es andere Gründe auch noch. Das System ist so wackelig, dass es halt auf und ab schwankt. Dann haben wir das, was wir zyklische Schwankungen nennen. Das stammt aus dieser Wechselwirkung zwischen Sonnenbahnen und Erdbahnen. Das, was man mittlerweile als Milankovitch-Zyklen kennt, die unterschiedlich lange, sinusförmige, immer wiederkehrende Schwankungen eben haben und damit auch den Energieinput in das Klimasystem schwanken lassen. Wir haben hier das mittelalterliche Klimaoptimum da irgendwo, man sieht es nicht ganz gut in der Mitte ungefähr. Dann die kleine Eiszeit, nicht sehr stark global ausgeprägt, weil es hauptsächlich ein Phänomen des Nordatlantik war und nicht global so gleich stark überall. Und dann haben wir noch episodische Schwankungen, das sind Vulkanausbrüche, wo man einmal durch einen großen, senkrecht nach oben gehenden Vulkanausbruch sehr viel, zum Beispiel Schwefelpartikel oder Staubpartikel in die Stratosphäre bringt, wo das dann eine Zeit lang 3, 4, 5 Jahre hängen bleibt und die Sonneneinstrahlung trübt. Das sind meistens dann abrupte Abkühlungen von einigen Zehntel Grad, die dann nach 4, 5 Jahren ist der Spuk vorbei und dann geht das wieder zurück. Was wir hier erleben, und wir haben die schwarze Kurve jetzt ganz oben, das ist der Mittelwert 2011 bis 2020. Mittlerweile sind wir schon bei fast 1,5 Grad über vorindustriell. Was wir da erleben, hat nichts mehr mit Schwankungen am Gleichgewicht zu tun, sondern es ist ein Wandel. Das ist eine totale Verschiebung des energetischen Grundzustandes. Wir nehmen alle Schwankungen mit, keine Sorge. Ja, das geht alles mit. Aber wir verschieben den energetischen Grundzustand des Gesamtsystems derart, dass wir halt alle Phänomene, die man relativ leicht dann auch vorhersehen kann, mittlerweile schon sehr, sehr stark erlebt. Allein dieser Temperaturanstieg, den es in der Vergangenheit, der geologischen, vor allen Dingen in der tiefen Vergangenheit auch gegeben hat, aber da hat so ein Anstieg halt ein paar tausend Jahre gedauert und nicht 150 Jahre oder Zehntausende von Jahren. Sehr, sehr langsam. Es ist also etwas, wo wir genau wissen, das ist ausschließlich menschgemacht und das ist also etwas sehr, sehr Dramatisches. Ich habe die Energie erwähnt und die kann man schwer direkt messen, aber man kann sie budgetieren sozusagen und das hat eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gemacht und hat für den Zeitraum 1971 bis 2020, sind also 50 Jahre, genügend Daten gehabt,
Zum Beispiel links oben zu schauen, hat die Sonne geschwankt, die Sonneneinstrahlung geschwankt. Ja, sie hat ein bisschen geschwankt, aber in Summe über die 50 Jahre ist jetzt nicht etwas zusätzlich hereingekommen oder weniger hereingekommen. Die ist also über längere Zeiträume, über diesen Zeitraum auf jeden Fall konstant geblieben. Aber was man schon messen kann mittlerweile auch von Satelliten aus, es hat diese ausgehende Strahlung hier, die ist kontinuierlich schwächer geworden. Und wir wissen warum. Das macht dieser, machen wir so eine Art Isoliereffekt, das macht also die Summe der Treibhausgaskonzentrationen aus, die wir sehr heftig verändern. Jetzt kann man natürlich erstens ausrechnen, wie groß ist die Differenz zwischen einkommender und ausgehender Strahlung, und wenn die positiv ist, bedeutet das einen Strahlungs- oder einen energetischen Antrieb für das Gesamtsystem. Und der war über diese 50 Jahre ein halbes Watt pro Quadratmeter. Überlegen Sie sich, wir haben sehr viele Quadratmeter auf der Erde. Das ist das Hauptproblem. Oder das macht dann die große Summe aus. Obwohl die Erde versucht, dem entgegenzuhalten, sich zu erwärmen und wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, sie schafft es nicht, wir sind schneller. Und zwar so viel schneller, dass wir nicht nur diesen Antrieb halten, sondern ihn in der Zwischenzeit verdoppelt haben. Gegen Ende dieser Periode zwischen 2006 und 2020 war das bereits 0,8 Watt pro Quadratmeter und im Augenblick sind wir nahe an 1 Watt pro Quadratmeter. Also wir sind recht erfolgreich im Weiter Anheizen und immer mehr anheizen. Also nicht nur gleichbleibend anheizen, sondern immer mehr. Und wenn man jetzt das zusammenzählt, wie viel Energie ins System in diesen 50 Jahren hereingekommen ist, dann sind es 380 Zetajoule. Keine Sorge, ich wusste auch nicht, was das ist. Ich musste nachschauen. Es sind 21 Nullen hinten dran, hinter dem 380. Und wenn ich es in die etwas verdaulicheren Kilowattstunden umrechne, dann sind 15 Nullen hinten dran bei den 106. Das ist also eine gigantische Energiemenge. Wir merken es nicht gar so, weil 90% dieser Energie in die Ozeane geht. Die machen schon Dinge damit, ja. Aber wir merken es nicht so direkt. Und das Wesentlichste, was passiert, ist der Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der Volumensausdehnung, der thermischen Expansion. Das macht ungefähr ein Drittel der mittlerweile fast 4 Millimeter pro Jahr Meeresspiegelanstieg aus, Tendenz stark steigend in der Geschwindigkeit. Der Rest kommt aus der Kryosphäre, das ist da links oben, ja, der Pointer in Rot geht hier nicht sehr gut. Das sind 4% dieser Energie, nur 4%. Aber da werden Gletscher geschmolzen, da werden in Grönland Schmelzprozesse angeleiert, sehr, sehr große. Da werden in der Antarktis unter dem Eis, das auf dem Meer schwimmt, Prozesse angeleiert, die dann zu dynamischen Zerfallserscheinungen führen, wo also die anderen 2/3 so ungefähr des Meeresspiegelanstiegs herkommen, nicht mehr Volumensausdehnung, sondern mehr Masse. Und der Rest geht 5% in die Landoberflächen, in den Boden hinein, in die Vegetation und dann noch 2% in die Atmosphäre. Also was wir jetzt da an der Oberfläche messen, ist ein kleiner Energieanteil, der aber sehr, sehr ausdrucksstark ist und wir wissen, wie damit umgehen. Wenn wir jetzt diese vergangenen Temperaturanstiege anschauen, jetzt in einer Farbskala von links nach rechts, von 1900 bis 2020 zuerst, dann kann man sehr schön ausdrücken, wie verschiedene Generationen, also meine Generation unten hat das alles miterlebt. Ja, wir können sagen, wir wissen, wovon wir reden. Die heute die auch um die 80er Jahre herum geboren worden sind, haben es auch mitgekriegt. Aber wie geht das Ganze weiter? Und da muss man natürlich die Klimamodelle füttern mit Emissionsmodellen oder mit Emissionspfaden nennen wir das, und zwar global sozioökonomisch gerechneten Emissionspfaden. Und da haben wir 5 solche Emissionspfade, und wenn wir die in die Klimamodelle hereingeben, dann haben wir ganz unten, das wäre das 1,5 Grad Ziel, das stabilisieren wir, wenn es uns gelingt, jetzt relativ schnell in den nächsten Jahren, sonst ist das verloren, dieses Ziel. Dann gibt es das 2 Grad Ziel, das ist das dunkelblaue, das könnten wir auch noch stabilisieren. Wenn wir ganz oben ansetzen, das ist das, wenn wir so weitermachen wie in den letzten 50 Jahren. Das würde dann in sehr hohen Temperaturen 2100 enden, aber dann auch weitergehen, das ist nicht zu Ende.
Da hätten wir noch sehr, sehr viel Antrieb, der um vieles höher wäre als der heutige Antrieb, wenn wir so weitermachen. Aber wir machen nicht so weiter. Wir hatten Paris 2015, da hat man versprochen, ich war dort, so alle halbe Stunde sind auf den großen Bildschirmen immer wieder neue Versprechungen hereingekommen von Staaten, die gesagt haben, wir reduzieren, wir reduzieren. Und da wäre dieser gelbe Pfad herausgekommen. Der ist zwar immer noch nicht stabilisierend, immer noch problematisch, aber wir würden in einer Temperatur von rund 3 Grad, also noch einmal 1,5 Grad dazu gegenüber heute, würden wir am Ende des Jahrhunderts landen. Aber die Tatsache ist, dass wir auf dem roten Pfad sind. Und der rote Pfad ist katastrophal und sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr bedrohlich. Und wenn wir schauen, wie unten die Generationen das mitkriegen werden, dann wird die oberste Generation, die halt jetzt geboren wird, die wird, wenn wir uns sehr, sehr anstrengen, wird die in diese 1,5 Grad Welt warme Füße haben. Aber wenn wir uns nicht anstrengen, dann wird die einen überhitzten Kopf haben. Das ist so ungefähr die Skala, die hier gezeichnet worden ist, wo man versucht hat, das sehr plakativ darzustellen. Noch etwas sieht man hier sehr, sehr spannend. In den ersten 20 Jahren nach 2020, wenn man da die Farben sich anschaut, so entlang dieser Punkte, ein bisschen links vom gelben Punkt, da ist kein Unterschied. Das ist völlig wurscht, was wir heute tun. In den nächsten 20 Jahren wird es weiter wärmer werden, aber es wird das, was wir heute tun, wird sich dann zeigen, ob die Schere da oder da auseinandergeht. Das ist die Verzögerung im Klimasystem. Das ist ein bisschen blöd, weil wir können uns heute bemühen, aber es kommt nicht viel heraus. Ja? Oder wir sehen es nicht, wir können es nicht herzeigen. Aber es ist ganz, ganz dramatisch. Etwas, was noch größere Verzögerungen hatte in der Reaktion, ist natürlich Eis. Wenn ich einen Eiswürfel aus dem Kühlschrank nehme, dann ist er nicht sofort Wasser. Das dauert. Wenn er groß ist, dauert es länger. Wenn es draußen weniger warm ist oder halt nicht sehr warm ist, dauert es auch länger. Wenn es sehr warm ist, geht es schneller. Und wir haben jetzt auf dieser Abbildung hatten wir, wie wir das veröffentlicht haben, hatten wir 200.000 Einzelgletscher auf der Erde gezählt. Das sind alle gelben Punkte da drauf. Mittlerweile haben wir 220.000, zum Teil, weil wir noch ein paar gefunden haben, die vorher nicht sichtbar waren, zum Teil aber auch, weil die großen Gletscher zerfallen in kleine Einzelgletscher. Ja, es sind mittlerweile reden wir von rund 220.000 Gletschern. Über 700.000 Quadratkilometer macht in Summe oder machte damals in Summe ein Meeresspiegel-Äquivalent, das Sea-Level-Äquivalent von 30 Zentimetern aus. Also 30 Zentimeter könnte noch einmal, wenn die Gletscher alle geschmolzen sind, ihn zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Rund 40% sind in das Meer mündend, sind also in Wechselwirkung mit den Gezeiten und mit den Meeresströmungen. Da passieren gerade in der Westantarktis sehr, sehr dramatische Dinge, die ich jetzt nicht hier erwähnen möchte. Die grünen Felder, das sind Land Terminating, also die enden irgendwo im Gebirge, im Land oder in der Fläche draußen, haben andere Mechanismen und auch andere Angriffspunkte. Die roten Kugeln zeigen, wie viel Masse zwischen 2003 und 2009 in diesen 6 Jahren verloren gegangen ist. Wir haben das gruppiert in verschiedene Klimazonen. Überall sind Verluste gewesen und das geht weiter. Das ist weitergegangen und geht auch weiter. Wenn man jetzt schaut, was passiert, wenn wir das Klima festhalten würden, und zwar im mittleren Klima 2011 bis 2020. Das ist diese 1,2 Grad, die wir gerade dabei sind, heftig zu überschreiten. Dann würde in all diesen Gegenden, und hier sind alle Kugeln gleich groß, weil einfach die 100% so dargestellt sind, dann würde die blaue Fläche verloren gehen, wenn wir nur lange genug warten. Klima fixieren, warten und dann würde die blaue Fläche verloren gehen. Hier in Central Europe, sind also die Alpen, da würden also 60-70% der Masse verloren gehen. Und dann steht da jetzt noch drinnen, wie viele in 100 Jahren verloren geht. Und da sehen wir zum Beispiel bei den ganz kleinen Gletschern in Nordostasien, die werden alle schon in 100 Jahren erledigt sein oder dieser Anteil wird in 100 Jahren erledigt sein. Andere brauchen länger, das sind größere Gletscher, da dauert es länger, man könnte jetzt lange darüber reden, aber das Gesamtbild ist, glaube ich, klar. Überall auf der Erde wird sehr starke Massenverluste wird es geben, nur um sich anzupassen dem heutigen Klima. Da ist ein kleiner
eine Schräglastigkeit drinnen hin zu konservativen Ansichten oder konservativen Ergebnissen bei sehr kleinen Gletschern wie bei uns in den Ostalpen. Da ist nicht drinnen, dass die in dem Moment, wo Felsinseln herauskommen, sehr, sehr beschleunigt zerfallen werden. Also das 5 nach 12 stimmt, obwohl hier Central Europe scheinbar noch etwas übrig lässt. In den Ostalpen, die Gletscher sind so gut wie nicht haltbar im Klima der letzten 20 Jahre. Noch ein anderer Punkt, das ist dieses zunehmend schnellere, aber doch irgendwo kontinuierlich sich verändernde, das man anhand von Gletschern zeigen kann und Beitrag zum Meeresspiegelanstieg. Aber schauen wir jetzt einen Einzelgletscher in den Alpen an, das ist der Hintereisferner, hinten die Weißkugel. Und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wurde diese Aufnahme von einer automatischen Kamera aufgenommen. Und wir sehen, dass in den höchsten Regionen der Gletscher kein Nährgebiet mehr hat. Da kommt nichts mehr dazu. Der verliert jedes Jahr von oben her, nicht wie üblich von unten her. Der kleine rechte Gletscher, der hat noch vor 30, 40 Jahren, war der noch zusammen mit dem großen Gletscher. Der beginnt auch von oben her zu zerfallen. Das ist eigentlich schon ein Zeichen der Agonie des Ausgeisterns. Und von diesem Gletscher gibt es eine sehr, sehr lange Datenreihe an Massenbilanzen. Alljährlich geht man zweimal im Jahr hin die Wintermassenbilanz, den Zuwachs messen und die Sommermassenbilanz, um das Abschmelzen zu messen. Und dann ergibt sich die Jahresbilanz. Und wenn man von den 71 Jahren den ersten Teil anschaut, so bis Mitte der 80er Jahre herauf, dann sieht man, dass das so ein bisschen ein Schwanken um einen Mittelwert ist. In Blau Zuwachs im Winter, in Grün der Verlust im Sommer, in Orange die Nettobilanz. Und die Nettobilanz geht auf und ab, Tendenz schon negativ, auch in den 50er, 60er Jahren, aber immer wieder dann nach oben zeigende Massengewinne. Man könnte sagen, ein Schwanken um ein Gleichgewicht herum. Dann geht es nach unten. Und zwar, obwohl der Gletscher sich ja wahnsinnig bemüht und sagt, ich bin eh nur mehr so klein. Ja? Der ist ja nicht wie ein Temperaturmessgerät immer gleich. Der passt sich an, der sagt immer, aber jetzt lass mich in Ruhe. Ja? Das bisschen Schnee wird wohl noch reichen ganz oben, es reicht nicht. Wir haben Rekordwerte. Und obwohl wir zum Beispiel im letzten Winter oder Frühsommer einen Rekordzuwachs hatten, haben wir dann einen Rekord, jetzt nicht den absoluten Rekord, aber wieder einen Rekordmassenverlust im Sommer gehabt. Und das ist nicht der Sahara-Staub gewesen. Das waren die Wochen an Temperaturen, 0-Grad-Grenze, weit über 4.000, 5.000 Meter, Woche für Woche für Woche. Und da schmilzt natürlich Schnee, solange er noch da ist, und dann das Eis. Absoluter Rekord war mit fast 4 Metern Verlust im Sommer, 3,5 Meter im Jahr an Wasser, verteilt über den ganzen Gletscher im Jahr 2021 bis 2022. Und jetzt begleiten Sie mich noch in eine letzte komplizierte Abbildung. Etwas komplizierter ist, sind dieselben Daten. Und sie zeigen die Häufigkeitsverteilung. Die meisten Werte sind da unter dem Dach dieser Glockenkurve. Es ist jetzt nicht eine ganz symmetrische für Fachleute, aber es ist immerhin eine Glockenkurve. Und da ist die größte Häufung der Werte, und die ist nicht um Null, lange schon nicht mehr um Null. Wir sehen, dass das Ganze in ein Ungleichgewicht gerutscht ist. Und dann haben wir Ausreißer. Und die Ausreißer häufen sich nach links hinaus. 3 Meter Massenverlust an Wasser pro Jahr und mehr. Und wir haben das jetzt versucht, in ein extremwertstatistisches Modell hineinzutun, sehr, sehr fahrlässig, weil das nicht wie ein Hochwasser funktioniert oder eine Temperatur oder ein Niederschlagsereignis, sondern eine Kombination ist von Niederschlag und Temperatur und Strahlung und vielen Dingen. Aber immerhin, man kann das machen. Und eben, es ist jetzt nicht eine konstante Rahmenbedingung, sondern der Gletscher wird kleiner und kleiner. Und trotzdem, wenn ich das mache, fahrlässig wissenschaftlich, aber ein 1000-jährliches Ereignis war das. Alle 1000 Jahre einmal. Hier 2003 hatten wir ein 800-jährliches Ereignis. Das ist ein 500-jährliches Ereignis. Das war jetzt 2022, 2023 und so weiter und so fort. Also wenn wir heute von Extremereignissen reden, dann stimmen diese Jährlichkeiten alle nicht mehr. Und zwar bei Weitem nicht mehr. Und wenn wir heute sagen, wir können noch rote Zonen, die wir in den 70er, 80er, 90er Jahren mit viel Begeisterung verbaut haben und abgesichert haben, die sind nicht mehr zu halten. Es kommt ja zur Physik, ich glaube, du hast das genannt,
Sie haben das genannt, ja. Also die Physik hat immer recht. In den Alpen kommt ja noch dazu, dieses saublöde Schwerkraft dazu, ja, zur restlichen Physik. Wir haben wirklich ein Pech in den Alpen. Uns fällt alles auf den Kopf. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns überlegen, wie wir weiter in den Alpen uns anpassen wollen, wirtschaften wollen oder sagen, Schnee war gestern, wir müssen einfach was anderes machen. Danke vielmals.